Hallo Leute und herzlich willkommen auf den offiziellen Gravitex Kanal. Mein Name ist Matthias vom Kanal Boardtrack Marble Run, den ich vor 4 Jahren begonnen habe. Da mich einige von euch schon gefragt haben, beziehungsweise in den Kommentaren schon geschrieben haben, wie viel Gravitex ich eigentlich besitze, möchte ich euch heute in diesem Video in der Home Story Teil 2 mitnehmen und euch meine Sammlung beziehungsweise mein Equipment zeigen. Angefangen mit meinem Equipment hat es alles mit den Vorhängen. Ich habe mir weiße Vorhänge zugelegt, mit denen ich eigentlich die ganzen Bahnen hinten abdecke, um einen weißen, schönen Hintergrund zu haben. Natürlich jetzt nicht gebügelt, das sieht man ja. Haben wir dann hier eine Lichtquelle, eine normale Studiolampe, mit der ich meine ganzen Videos filme, um eine bessere Beleuchtung zu haben. Von diesen Lampen habe ich insgesamt, ich glaube, 6 Stück oder sowas. Hier ist unser treuer Gefährte, der uns immer unterstützt, der aber jetzt nicht zu diesem Video dazu gehört, sondern der einfach nur bei meiner Sammlung jetzt dabei steht. Hier sind meine ganzen Grundplatten, die ich zur Verfügung habe fürs Bauen. Hier sind meine transparenten Ebenen, genug davon. Hier sind noch ein paar ungeöffnete Verpackungen von meinem Gravitrax Reich. Und hier ist mein ganzes Gravitrax Zeug. Hier habe ich alles schön sortiert, damit ich einfach immer beim Bauen schön und wirklich kontinuierlich alles schön nehmen kann. Angefangen hier mit der großen Kiste. Hier sind meine ganzen grauen Höhlensteine drinnen. Dann habe ich hier eine eigene Kiste für die ganzen Türme. Eine ganze Kiste mit den weißen Kurven. Hier habe ich auch noch eine Kiste mit den Spiralen, 3-in-1-Steinen, Gaußkanonen plus Kaskaden, die auch meine Lieblingselemente sind, dadurch, dass Kaskaden ziemlich schnell nach oben bringen und echt, echt zuverlässig sind. Ja, dann weiter haben wir noch ein paar Wirbel. Dann habe ich eine ganze eigene Kiste mit kompletten Leitteilen. Habe ich alles. Hier sind dann ein paar Kisten mit den Kreuzungen, Trampolinen, Jumper, Brücken. Brücken verwende ich auch sehr gerne. Brücken sind wirklich, habe ich auch enorm viele, die ich wirklich sehr, sehr gern verwende. Hier sind dann meine Weichen plus ein paar noch von den Powerteilen. Hier habe ich eine Kiste mit Vulkanen. Vulkane sind natürlich auch, die verwende ich fast in jedem meiner Videos. Dann habe ich Loopings hier ein bisschen gesammelt mit Seilbahnen. Hier habe ich dann die ganzen Aufsätze. Dann habe ich eine eigene Kiste mit den ganzen Sachen für die Pro-Teile, wie die ganzen Wände, Balkone und Aufstecker für die Wände. Hier habe ich dann die ganzen schneller langsamen Schienen. Hier habe ich dann meine ganzen Kisten für die Schienen, langsam, also klein, mittel, groß, habe ich alles. Hier habe ich noch meine Kugelsammlung, ein paar. Hier habe ich diese ganzen Dreiecke von den Grundplatten rausgenommen, dadurch, dass ich die sehr verwende für meine Grundplatten zu montieren, damit ich so einen schönen Kugelwasserfall machen kann. Hier habe ich noch eine Kiste für die kleinen, kurzen Höhlensteine. Ja, und ansonsten war es das eigentlich. Hier ist mein Reich. Hier habe ich mehrere Tische. Hier sieht man auch schon einen Tisch von denen, wo ich jetzt meine neue Bahn bauen werde. Diese Eckbank werde ich dann natürlich weggeben, weil die nimmt mir ein bisschen mehr Platz weg. Aber grundgenommen kommen noch andere 3 Tische her. Und so gesehen habe ich dann echt viel Platz und Zeit zum Bauen. Ah ja, und was ich euch noch sagen wollte, wie ich eigentlich auf das Thema Gravitrax gekommen bin. Und zwar gibt es jetzt eine ziemlich lustige Geschichte. Wie ich und meine Frau im Ravensburger Geschäft waren, wollten wir uns eigentlich umschauen für ein neues Spiel, was wir zusammen spielen können. Und während dem Schauen hat meine Frau dann gesehen, das Gravitrax Kugelbahnsystem und hat dann gleich zu mir gesagt, hey, möchtest du nicht das kaufen? Das wäre vielleicht interessanter mal für dich, dadurch, dass du handwerklich so viel tust. Habe ich dann gesagt, ja, nehme ich mal. Und mein allererstes Starter-Set hat begonnen mit dem ganz normalen Gravitrax Starter-Set. Ich hatte nur dieses Set, habe begonnen zu bauen und bin dann schnell drauf gekommen, dass es eigentlich relativ wenig ist und man mit dem nicht sehr viel bauen kann. Und so begann halt meine Sucht von Gravitrax und habe jetzt, wie ihr gesehen habt, eine ziemlich große Sammlung. Und jetzt möchte ich euch aber noch mitnehmen
in mein Reich, wo ich meine Gravitrax Videos schneide. Kommt's mit! So Leute, da sind wir in meinem eigentlichen Gaming-Bereich, wo ich meine Videos schneide. Auf dem linken Bildschirm kann man mein Logo sehen und auf dem rechten Bildschirm das offene Bearbeitungsprogramm, wo ich dieses Video, was ich gerade aufnehme, gleich reinpacke und bearbeiten werde. Ich hoffe, euch hat das Video zu meiner Home Story gefallen und dass ich euch einen tieferen Einblick geben konnte zu meiner Gravitrax Sammlung. Natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr hier und auf meinem Kanal ein Abo, ein Like und die Glocke aktiviert, um keins der zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu mehr Content über Gravitrax.